Guten Tag, heute wollen wir uns mal anschauen, wie ich georeferenzierte Punktwolken mit Qubitec für Revit laden kann. Das ist einfacher als mit den Bordmitteln vom Revit und erfolgt in 3 einfachen Schritten. Als erstes lade ich die Punktwolke mit der Methode Center to Center. Als nächstes verändere ich die Punktwolke so, dass sie zu meinem Projekt passt. Dazu kann ich sie durchaus auch verschieben und rotieren. Und zum Abschluss hole ich mir das Vermessungskoordinatensystem aus der Punktwolke. Ich wechsle gleich mal ins Revit. Hier habe ich ein leeres Projekt. Ich zeige mir mal die 3 Koordinatensysteme an. Internal Origin, Project Base Point und Survey Point werden eingeschaltet. Und dann sehe ich hier die 3 Koordinatensysteme. Das ist das Projektkoordinatensystem und das ist das Vermessungskoordinatensystem, was später die großen Koordinaten repräsentieren soll. Und das in der Mitte ist das interne Koordinatensystem, was ich nie verändern kann, was aber die interne Darstellung der Objekte beeinflusst. Das heißt, nur in einem 10-Meilen-Radius um dieses Koordinatensystem soll ich Punktwolken einfügen und Konstruktionen in Revit vornehmen. Nun lade ich als nächstes die Punktwolke. Diese hier hat große Koordinaten. Ich füge sie ein mit der Methode Center to Center, sodass ich sie gut sehen kann. Landet hier in der Mitte. Und als nächstes richte ich die Punktwolke so aus, dass sie zu meinem Projekt passt. Dazu zeichne ich vielleicht schon mal einfach ein paar Wände ein in einem Orthosystem meines Projekts. Dann stelle ich den Höhenbezug her. Ich muss die Punktwolke entsperren und dann kann ich sie so schieben, dass sie zu meinen Objekten passt. Nochmal in der Draufsicht. Was ich sehe, da sie jetzt nach Norden ausgerichtet ist, muss ich sie ein wenig drehen, damit sie zu meinem CAD-Modell passt. Dazu verschiebe ich die Punktwolke als erstes. Und dann drehe ich sie. Ich wähle den Drehpunkt hier aus und suche jetzt eine Linie, die in der Wand verläuft. Und habe damit mein Koordinatensystem, hier läuft es ein bisschen raus, ganz gut angepasst. In der 3D-Ansicht sehe ich das Ergebnis. In der Regel werde ich nun auch noch mein Projektkoordinatensystem so platzieren, wenn ich das nicht schon getan habe, dass es zu meinem Projekt passt. Und das Vermessungssymbol, ich ziehe es mal hier zur Seite, möchte ich jetzt dorthin legen, wo der wirkliche geografische Ursprung ist meiner Punktwolke. Dazu benutze ich den Befehl Set Survey Coordinate System. Ich klicke hierauf, dann klicke ich auf die Punktwolke und das Dreieck ist verschwunden. Ich mache Zoom-Grenzen und ich sehe, dass hier oben mein Projekt ist. Die Punktwolke ist so klein, dass man sie gar nicht mehr sehen kann. Und hier ist der Ursprung des Vermessungskoordinatensystems. Und er ist leicht verdreht, entsprechend wie die Punktwolke ausgerichtet ist. Nun schalte ich hier die Büroklammer aus. Das bedeutet, dass ich jetzt das Symbol verschieben kann, ohne dass der Ursprung sich verändert. Ich verschiebe also das Symbol in die Nähe meines Projektes.
wieder so umgrenzen. Und es ist jetzt hier gelandet. Und ich kann es dort platzieren, wo ich gerne möchte. Meistens werde ich ähm, eine Grundstücksgrenze wählen oder einen anderen Punkt, von dem der Vermesser die Koordinate weiß. Leg's mal einfach hier hin. So einfach kann das funktionieren. Vielen Dank. Wiedersehen.